Projekt Samsen ist ein junges, erfolgreiches Startup-Unternehmen. Mit welchem Produkt sind Sie erfolgreich und was macht es hinsichtlich des Design for Recycling so besonders? Projekt Samsen steht für 3D-gedruckte Brillen, also um genau zu sein lasergesintet, aus Polyamid. Und diese Brillen werden komplett mit dem 3D-Drucker hergestellt. Das heißt, es gibt keine Schrauben und es gibt kein normales Scharnier, sondern alles wird mit dem 3D-Drucker hergestellt. Und anstelle des Scharniers gibt es ein flexibles Band, das zwischen Brillenfront und Bügel gedruckt wird und die Brille viel flexibler als normale Brillen macht. Das Wichtigste an diesen Brillen ist eben, dass sie für den 3D-Drucker entworfen sind. Man kann sie gar nicht mit einer anderen Herstellungsmethode oder nur sehr kompliziert mit einer anderen Herstellungsmethode herstellen. Und sie sind viel leichter und flexibler und langlebiger als andere Brillen, eben durch ihre Flexibilität, durch die Wahl des Materials. Wenn die Brille für den 3D-Druck konstruiert ist, welche Anforderungen standen dabei von vornherein fest? Also wichtig war uns natürlich, dass man die Brille ganz normal benutzt, wie jede andere Brille. Aber wir wollten keine normale Brille, handelsübliche Brille imitieren, sondern wollten eben mit Hilfe des 3D-Drucks oder mit dem 3D-Druck im Hinterkopf eine Brille entwickeln, die nur damit realisierbar ist und die eigentlich auch die Herstellungsmethode und die Wahl des Materials irgendwie zeigt, was eigentlich möglich ist damit. Also weil hauptsächlich wird 3D-Druck dafür genutzt, Dinge zu reproduzieren. Also der Schuh wird nachgebaut und 1:1 irgendwie mit dem 3D-Druck hergestellt und das ist, finde ich, nicht Sinn und Zweck einer neuen Herstellungsmethode, sondern man muss eigene Wege finden, eine Art eigene Formsprache irgendwie auch entwickeln für diese Herstellungsmethode. Und dabei ist natürlich auch wichtig, dass beim 3D-Druck kaum Abfall entsteht. Dadurch, dass Polyamid ein thermoplastischer Kunststoff ist, kann man den auch einfach wieder erhitzen und in eine neue Form pressen. Das heißt, ich kann Sachen einfach wieder recyceln. Und um das noch einfacher zu machen, haben wir für unsere Brillen auch Gläser gewählt, die auch aus Polyamid sind. Das heißt, nicht mal die Gläser müsste man rausmachen, wobei das jetzt überhaupt kein Problem wäre, wenn man die nur einfach einklickt. Und um das eigentlich so zu komplettieren, haben wir für diese Brille auch noch ein Brillenetui entworfen, was auch ebenso komplett aus einem Teil gefertigt wird, aus Polypropylen, auch ein thermoplastischer Kunststoff, also auch einfach zu recyceln. Und dieses Etui wird einfach ausgelasert und dann in Form gefalten. Und also was es ja normalerweise so schwierig macht, Sachen zu recyceln, ist, dass man sie nicht verschraubt oder irgendwie mit Klickverbindungen zusammenfügt, sondern dass man sie verklebt. Und das umgehen wir eben genau mit unserer Art des Designs. Wie ist die Projektidee entstanden? In welchem Rahmen? Während meines Studiums hier in Berlin an der UDK haben wir uns sowieso viel mit 3D-Druck beschäftigt. Und irgendwann stand eben die Frage im Raum, warum kann ich nicht eine Brille komplett in einem Teil mit dem 3D-Druck herstellen. Es gibt schon viele Firmen, die eben Brillen 3D drucken, aber die drucken die Bügel und die drucken die Front und dann schrauben sie ein normales Metallscharnier dazwischen und ich habe einfach den Sinn dahinter nicht gesehen und deshalb habe ich mir zum Ziel gesetzt, so eine Brille, so ein Monoframe zu entwerfen. Welche Schwierigkeiten bestanden oder kamen im Lauf der Entwicklung auf? Ja, dadurch, dass der 3D-Druck immer noch wie ich vorhin schon sagte, oftmals nur für Prototypenbau benutzt wird, war es schwierig, einen Produzenten zu finden, der seine Maschinen wirklich ganz genau kennt und sich auch ganz penibel damit auseinandergesetzt hat und fähig ist, überhaupt Produkte in Serie zu produzieren. Weil auch wenn die Datei natürlich immer die gleiche ist, die man in dem Drucker gibt, kommt am Ende, ist jede Brille trotzdem ein Unikat am Ende, die da rauskommt. Also je nachdem, wie die Brille in dem Bauraum liegt, welche Position, es gibt so viele Faktoren, die darauf einwirken, wie das Produkt am Ende nutzbar oder nicht nutzbar ist. Und das war eine große Herausforderung in dem Entwicklungsprozess. Also jemanden zu finden, der es schafft, die Brille immer wieder gleich zu reproduzieren.
glaubt man immer gar nicht, weil ja alles computerbasiert irgendwie entsteht, aber das ist dann doch am Ende die größte Hürde. Die Brille aus einem Körper, ohne weitere zusätzliche Elemente, mit dem verformbaren Bügel, wird durch einen Clip zusammengehalten als wesentliche Idee für diese Konstruktion. Gab es ein Vorbild für diese Clip-Idee? Ja, also grundsätzlich ist es so eine Art, oder was heißt so eine Art, es ist ein Schnappverschluss. Also ich habe einen flexiblen Teil und der rastet in etwas anderes ein und hält das Ganze dann zusammen. Ich will mal kurz zeigen, hier ist dieser Steg. Also erstmal ist es so, wenn man die Brille aufhat, sieht man diesen Steg gar nicht, sondern erst, wenn ich die Brille schließe, kommt dieser Steg hier zum Vorschein und im Bügelende ist dieser Hinterschnitt, der dann da einrastet. So. Und diese Schnappverschlüsse findet man eigentlich an allen möglichen Produkten, an Rucksäcken. Also es gibt diese, ich weiß gar nicht, wie die sonst noch genannt werden, aber alle möglichen Verschlüsse an Jacken, an Taschen im Hausgebrauch irgendwie war natürlich Inspiration für uns, diesen Verschluss hier zu entwerfen. Weil es uns einfach wichtig war, die Brille natürlich genauso verstauen zu können wie jede normale Brille. Also dass der 3D-Druck nicht zum Nachteil und die Wahl des Materials nicht zum Nachteil wird in Bezug zu dieser Brille, sondern dass es irgendwie auch, also es macht auch einfach ein bisschen mehr Spaß, als so eine normale Brille zusammenzuklappen. Irgendwie das Geräusch, das entsteht und ja. Kann mal zeigen, wie flexibel sie eigentlich, also man kann wirklich sich auch draufsetzen und man kann auch die Bügel super weit überdehnen. Das macht dem Material alles nichts aus. Ja. Vielen Dank. Gerne.